Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal oder besser gesagt ketogene Kochschule OE. Im Moment geht es hier alles um die ketogene Ernährung, um Abnehmen und lecker dabei essen. Und deswegen machen wir heute auch wieder was Leckeres, diesmal mit Fleisch und zwar mit Lammfleisch. Was ich da gleich mal so zaubern werde, das könnt ihr wie gesagt in der Ketose essen. Oder aber auch ganz normal, da macht ihr Pilau dazwischen und sowas alles. Das schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Jetzt habe ich euch bestimmt so mundwässerig gemacht auf dieses Essen. Wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, na klar, dann bleibt dran. Nach dem Intro könnt ihr mir wieder über die Schulter schauen, wie ich das mache. Bis gleich. So, dann fangen wir mal an mit unserer klassischen Ansicht. Salat habe ich schon mal gemacht. Jeder weiß, wie Salat geht. Könnt ihr jede x-beliebige Salat machen. Nur beim Dressing natürlich aufpassen, dass da viel Öl drin ist und keine versteckten Zucker. So, dann haben wir hier 500 Gramm Lammfleisch. Dann habe ich eine rote Paprika. Bisschen Petersilie habe ich gerade noch gefunden. Muss nicht unbedingt sein, aber das Auge isst ja mit. Und 2 Zwiebeln. Das ist alles, was wir hierzu brauchen. So, ich positioniere mal die Kamera und dann könnt ihr mir wieder über die Schulter gucken. Auf los geht's, los. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Ja, eine Pfanne brauchen wir. Wenn ihr einen größeren Topf habt, könnt ihr natürlich auch in einem Topf das machen. Bevor wir die Zwiebeln anfangen zu schneiden, können wir ja schon Fleisch reintun. So, erstmal alles rein. Ohne Salz, ohne nichts, ohne Öl. So, dass er sein eigenes Fett, ihr seht ja, der hat ja richtig viel Fett. Ist in unserem Fall ja natürlich ideal. So, dann können wir in der Zeit hier schon, die Zwiebeln habe ich einfach mal so halbiert. Da können wir die einmal nur in die Mitte schneiden. Das reicht schon. Nicht so ganz dünn wie für den Salat. Bisschen dicker. Ne, einfach mal in die Mitte so durch. Ich werde noch richtig zum Koch, vom Busfahrer zum Koch. Auch nicht schlecht. Das Stück, das war nicht gut. So. Das wird ein sehr leckeres Essen. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form irgendwo im Internet gibt. Oder ob ich das jetzt selber erfunden habe. Weiß ich auch nicht. Das ist ja das Gute beim Kochen, wenn man kreativ ist, so eine Art Ratatouille macht. Alles, was man so gerade so findet. Und dass es natürlich auch am Ende dann schmeckt. Petersilie, wie gesagt, musste nicht unbedingt. Letztens kam meine Tochter: Papa, ich habe hier Petersilie übrig, kannst du das noch gebrauchen? Du kochst doch immer so gerne hier. Ich sage, ja, gib mal her, kann man bestimmt irgendwie unterbringen. Seht ihr, jetzt können wir das hier gebrauchen. Wie gesagt, wenn ihr Petersilie nicht habt, ist kein Muss. Aber so schön bunt. Im Essen ist das gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir noch eine rote Paprika hier. Die ist auch noch übrig. Ich weiß nicht, was ich damals mal gekocht habe. Bei mir wird nichts weggeschmissen. Ich kann alles gebrauchen. So. Und die kommen dann nachher, wenn es soweit ist, einzeln oder alle zusammen, je nachdem, hier rein. So, fertig. Geschnipselt. Ich tue die Kamera jetzt mal richtig positionieren, dann können wir uns auf das Fleisch konzentrieren. So, die Wärme hat sich jetzt schon durchgesetzt. Das Fett löst sich schon langsam. Ich kann noch ein bisschen höher stellen.
Daraus könnte man jetzt mit diesem Rezept so viele andere Gerichte machen, was wir jetzt hier noch rein tun können, mit Möhren, mit Kartoffeln, Auberginen. Aubergine wird noch gehen, aber Kartoffeln und Möhren und so ist ja bei dieser Ernährungsform tabu, damit wir nicht aus der Ketose fliegen. Deswegen lassen wir das ganz weg. Oder hierzu noch ein Pilau daneben. Ne? Ich habe mir schon gerade Salsa rausgeholt. Einen großen Löffel. Peu à peu hole ich schon mal die einzelnen Gewürze. Oh, das riecht so lecker. Der verliert jetzt sein eigenes Fett hier. Und extra bewusst Lammfleisch genommen, weil er richtig so zart ist. Ihr könnt aber auch Putenfleisch, eignet sich auch sehr gut. Lamm ist ein bisschen teuer, Kilo 12 Euro. Das bisschen hier war jetzt 6 Euro, 500 Gramm. Aber ist wert. Eine Art Kebab ist das, nur in der Pfanne, nicht auf dem Spieß. Ich mache mal Fenster auf. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt noch ein bisschen runterstellen. Hier ist noch ein bisschen Fett. So, jetzt können wir unser Olivenöl dazugeben. Auch natürlich wieder reichlich, wisst ihr ja, Fett ist gesund. So. Jetzt können wir schon unsere Zwiebeln und so alles einfach mal mit reingeben. Die Würze kommen gleich zum Schluss. Das meinte ich, das Auge ist mit. Das sieht doch jetzt richtig schön bunt aus mit den Petersilien da drin. So, ich lasse das jetzt in der Zeit mal so ein bisschen ziehen und melde mich dann gleich wieder, wenn es weitergeht, ja? Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon ziemlich weit. So, jetzt kommt unser Salsa ins Spiel. Einfach mal so in der Mitte, ein bisschen frei machen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, die das nicht kennen, sagen wir mal, Salsa muss immer angebraten werden. Ja, deswegen habe ich hier so eine Mulde gemacht, dass er hier mal so ein bisschen anbratet. Und dann können wir den verteilen. Ja. So, jetzt können wir den überall verteilen. Jetzt kommen unsere anderen Gewürze ins Spiel. Wir haben ja noch gar nichts reingetan. Salz. Und einmal rühren. Mischen. Oh, das riecht schon lecker. So, dann geht es weiter. Dann haben wir Karamell, Pfeffer, einen halben, nicht so viel.
Dann haben wir Pulver, Paprika, getrocknete. Der ist mild, der ist nicht ganz scharf. So, noch einmal rühren. Mischen. Ah, jetzt nimmt das schon Farbe an. Super. So, jetzt kommt noch was Besonderes. Bisschen Pfefferminz, getrocknete Pfefferminz. Und ganz zum Schluss Kekik Oregano. Ja, nicht viel, nur so ein bisschen. So, das gibt eine besonders leckere Note. Oh, ich rieche das schon. Da denkt man immer, man isst Pizza. Und die Pizzas ist das ja auch immer. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon eins probieren. Wenn zum Beispiel Salz wenig sein sollte oder so, kann man das dann korrigieren. So, jetzt kommt ein Trick von mir. Ich nehme jetzt so ein Viertel Glas Wasser, nicht viel. Bisschen. Weil Salsa hat die Gewohnheit, wenn es alleine unten auf der Herdplatte im Topf oder in der Pfanne ist, anzubrennen. Ja, um das zu vermeiden und dass das jetzt so eine leckere Soße eben sich bildet und damit alles gleich zart wird, machen wir den jetzt noch mal ein bisschen runter, so auf 4 bis 5. Jetzt suche ich den Deckel, der ist natürlich genau da, wo das Stativ steht, aber ich komme dran. Ist nicht der Originaldeckel, aber es klappt. Einfach mal so zumachen und vor sich hin köcheln lassen. 10, 15 Minuten, je nachdem. Ab und zu noch mal umrühren und dann müsste es gleich fertig sein. Dann sehen wir uns am Tisch wieder. Zwischendurch mache ich aber noch ein Update. Wir machen mal ein kleines Update. Jawohl, guckt mal Leute, das köchelt so vor sich hin. Ja. Mir ist vorhin aber noch was eingefallen. Das ist immer, weil ich ja morgen Arbeit habe. Normal könnt ihr auch Knoblauch reintun, dann gibt es noch eine leckere Note. Aber ich habe jetzt mal hier Knoblauch granuliert, also als Pulver. Damit er seinen Geschmack so ein bisschen gibt, tun wir mal so ein bisschen auch noch Knoblauchpulver rein. Mal gucken, ob wir das nachher irgendwie schmecken werden. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch richtig Knoblauch benutzen. Ich weiß nicht, ich liebe zwar Knoblauch, aber nicht, wenn ich morgen arbeiten muss. Das mag ich dann doch nicht. So, jetzt nochmal Deckel drauf. Ab und zu mal probieren. Ich glaube noch nicht, dass der fertig ist, aber ich probiere trotzdem Nummer 1. Hier nehme ich mal raus. Schwache Hitze, einfach mal vor sich hin köcheln lassen. Mal gucken, wie das schon schmeckt. Soße und so schmeckt super. Fleisch muss noch ein Tick, bis es richtig zart wird. So, ich melde mich gleich wieder. Ich habe mir überlegt, in der Zeit, wo das am Köcheln ist, zeige ich euch mal, wie ich den Salat zubereite. Natürlich darf Olivenöl nicht fehlen. Auch wieder reichlich davon Gebrauch machen. Dann eine Zitrone oder die Hälfte, je nachdem. Ich habe gerade die Hälfte hier gefunden. Entkernen. Oder fertige Saft, wie ihr wollt.
Das ist aber ein Muss. Ohne Zitrone geht nichts. Und jetzt kommt mein Spezial. Wenn ihr Apfelessig habt, Apfelessig, ansonsten so ein Tafelessig. Ich habe mal hier so einen Weinbrandessig. Ja. Seht ihr, ist noch ein bisschen drin. Nicht viel. Einfach mal so 2-3 Schluck hier mal so drüber. Dann Salz. Könnt ihr nachher noch, wenn beim ersten Mal nicht passt, noch mal auftun. Das sollte eigentlich Petersilie sage ich schon, ja, ist Pfefferminz, nicht dass ich gerade getauscht habe. Ne, ist Pfefferminz, ein bisschen. Das gibt auch eine besonders gute Note. Aber jetzt mein Geheimnis: Sumak, Essigbaum, Gewürz. Der ist auch noch mal ein bisschen sauer. Ein bisschen mal hier so festhalten. Da kommt nicht so viel raus. Nicht, dass ihr denkt, ich habe da so viel reingetan. Das sind nur ein bisschen. Aber das reicht schon. So. Und dann richtig mal alles durchmixen. Und schon ist Salat auch fertig. Wie gesagt, wenn wir jetzt nicht in der Ketose wären, hätte man jetzt noch einen Reispillau dazu gemacht. Für diejenigen, die jetzt gucken und eben halt nicht ketogen sich ernähren, die können natürlich das gleiche, was ich jetzt gemacht habe, nur mit dem Reis. Dann habt ihr so einen Teller, ein bisschen Fleisch, Reis und den Salat daneben. Eine herrliche Mischung. Aber meine Tochter, die macht ja auch so ein bisschen mit Ketose und so. Sie guckt das ab, die versucht es. Deswegen machen wir das mal heute ketogen. So, jetzt probiere ich das mal noch. Super lecker, wie immer. So, bis gleich. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Das Essen ist fertig. So schaut es aus. Salat dabei. Und ihr könnt natürlich in der Ketose auch ein Glas Ayran trinken. Jetzt der Moment, wo wir uns mal... Oh, der ist schon richtig zart. Gabel geht sofort rein. Eins A, sag ich da nur. Salat schmeckt sowieso, aber das hier ist mir echt gut gelungen heute, erste Mal, aber lecker, lecker, lecker kann ich dann nur sagen. Ihr könnt es nachkochen, wenn ihr eines Tages mal nicht wisst, was ihr so ketogen essen könnt. Hier, das hier könnt ihr nachkochen. Habt ihr ja gesehen, mit gar nicht allzu viel Aufwand. Okay, Fleisch könnt ihr auch Putenfleisch nehmen, ist ein bisschen günstiger. Aber ansonsten super herrliches Essen in der Keto-Phase. Ja, so, ich sage einfach nur, bis in einem anderen Video sehen wir uns wieder. Das Abonnieren bitte nicht vergessen, wenn ihr es schon nicht gemacht habt, damit wir noch mehr Leute begeistern können. Wenn jemand abnehmen möchte und nicht weiß, was er so ketogen Sachen kochen kann, schickt sie alle hier auf Ketogene Kochschule OE. In diesem Sinne, bleibt gesund und viel Spaß beim Abnehmen. Wünscht euch euer Mehmet Oe. Ciao Leute.